Die meisten von uns erfahren über Medien etwas über wissenschaftliche Erkenntnisse. Ein Blick in die Medienberichterstattung der letzten Jahre, insbesondere zu Zeiten von Corona, zeigt, dass ein vermeintlicher Vertrauensverlust in die Wissenschaft zunehmend öffentlich diskutiert wird. Doch ist das wirklich so, dass das Vertrauen sinkt? Und wofür ist das Vertrauen überhaupt gut? Und genau damit haben wir uns von 2021 bis 2025 im DFG geförderten Forschungsprojekt Trusty zur Vertrauensbeziehung zwischen Wissenschaft und digitalisierten Öffentlichkeiten befasst. Wir sind ein Forschungsteam aus Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Technischen Universität Braunschweig, Universität Hamburg, Ludwig-Maximilians-Universität München und Universität Bielefeld. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind oftmals Grundlage für Alltagsentscheidungen, wie zum Beispiel beim Thema Sonnencreme, der Ernährung oder auch bei der Frage, ob man sich impfen möchte oder nicht. Die Wissenschaft liefert auf viele dieser Fragen Antworten oder zumindest Anhaltspunkte. Allerdings ist die Wissenschaft an sich stark spezialisiert und befasst sich mit komplexen Themen, die oft gar nicht so leicht zu verstehen sind. Deswegen braucht die Öffentlichkeit vertrauenswürdige wissenschaftliche Expertinnen, die ihr Fachwissen erklären, und journalistische Medien, die dieses Fachwissen verständlich vermitteln. Auf dieser Annahme beruht unser Verständnis von öffentlichem Vertrauen in Wissenschaft. Wir definieren es als die positive Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, dass die Wissenschaft, also sowohl wissenschaftliche Organisationen als auch einzelne WissenschaftlerInnen, verlässliche und relevante Erkenntnisse liefern, obwohl das Risiko fehlerhafter Informationen besteht. Ob und wie viel man der Wissenschaft vertraut, beruht dabei auf persönlichen Erfahrungen mit Wissenschaft. Diese Erfahrungen können direkt über Gespräche mit WissenschaftlerInnen gesammelt werden oder auch indirekt durch Gespräche mit Personen aus dem eigenen persönlichen Umfeld, die Medienberichterstattung oder auch durch Inhalte in sozialen Medien. Doch woran wird Vertrauen eigentlich festgemacht? Und woraus setzt es sich zusammen? Die Forschung zu Vertrauen unterscheidet dabei 5 unterschiedliche Bausteine. Dazu zählt zum einen die wahrgenommene Expertise. Sie bezeichnet die Funktion und Fähigkeit der Wissenschaft, Probleme zu erkennen, zu analysieren und/oder zu lösen aufgrund spezifischer Kenntnisse, die auf Erfahrung, Ausbildung und Qualifikation im Bereich der Forschung beruhen. Der zweite Baustein, Integrität, bezeichnet die fortwährende Qualitätssicherung, also das Sicherstellen von Objektivität und Zuverlässigkeit durch das Einhalten wissenschaftlicher Standards und Verfahren. Dazu gehören die angemessene Anwendung von Methoden, die Unabhängigkeit von externen Erwartungen oder Interessen, aber auch Ehrlichkeit und Fairness. Wohlwollen bezieht sich darauf, dass die Wissenschaft dem Allgemeinwohl dient. Das schließt Verantwortungsbewusstsein und die Orientierung an ethischen Richtlinien und moralischen Werten ein, sowie die gesellschaftliche Verantwortung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse positive Auswirkungen auf die Welt und die Gesellschaft zum Ziel haben. Transparenz bedeutet, dass die Wissenschaft Forschung und damit zusammenhängende Informationen in klarer und verständlicher Weise offen zugänglich macht und keine relevanten Informationen vertuscht. Zum Schluss beschreibt Dialogbereitschaft, dass die Wissenschaft die Öffentlichkeit einbezieht und zu Gesprächen mit der Bevölkerung bereit ist oder diese auch ermöglicht. Beispiele für solche Aktivitäten sind öffentliche Vorträge, Diskussionen oder sogar Bürgerbeteiligungsprojekte. Diese Grundlagen helfen, um sich der Frage zu nähern, wie sich das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft beschreiben lässt und inwieweit es sich tatsächlich verändert. In unserem Forschungsprojekt haben wir dafür eine erste repräsentative Online-Befragung im Jahr 2022 durchgeführt und diese mit den gleichen Personen ein Jahr später wiederholt. Dabei haben wir zusätzlich eine Studie zur Wirkung wissenschaftskritischer Kommentare in sozialen Medien integriert. Ein Jahr darauf, 2024, haben wir einem Teil der Befragten nochmal offene Fragen gestellt. Parallel zu den Befragungen haben wir Medieninhalte analysiert und 4 Gruppendiskussionen mit Mediennutzenden durchgeführt, um ihre Bewertung verschiedener Medieninhalte zu erfassen. Unsere Kernergebnisse lassen sich anhand 3 inhaltlicher Schwerpunkte zusammenfassen: verschiedene Vertrauensgruppen und Beziehungen, Medieninhalte und ihre Bewertung und Veränderungen und Stabilität von Vertrauen. Schauen wir uns zunächst an, wie sich das Vertrauen in die Wissenschaft beschreiben lässt. Dabei haben wir verschiedene Personengruppen identifiziert, die sich anhand eines ähnlichen Vertrauensniveaus in die Wissenschaft beschreiben lassen. Die Teilnehmer aus der ersten Online-Befragung von 2022 lassen sich in unterschiedliche Vertrauensgruppen anhand verschiedener Vertrauensbeziehungen unterteilen. Die erste Gruppe, die Untrusting Minority, ist mit 7% die kleinste Gruppe. Personen, die dieser zugehörig sind, zweifeln an der Wissenschaft und haben nur minimales Vertrauen in diese. 13% lassen sich der Gruppe Rather Untrusting zuordnen,
welche sich durch eine grundlegende Skepsis auszeichnet, aber dennoch die Expertise der Wissenschaft wert. Die mit 39% größte Gruppe, die Moderately Trusting, weist ein moderates Vertrauen in die Wissenschaft auf. Zugehörige Personen vertrauen in die Expertise der Wissenschaft und sind grundlegend gemäßigt überzeugt. 32% der Teilnehmenden können zur zweitgrößten Gruppe, den Highly Trusting, zusammengefasst werden. Diese Vertrauensgruppe hat viele Berührungspunkte mit der Wissenschaft, schätzt ihre Expertise und hat ein hohes Vertrauen in sie. 10%, also die Fully Trusting, haben volles Vertrauen in die Wissenschaft und stehen sogar mit wissenschaftlichen ExpertInnen in Kontakt. Nach der Identifikation von verschiedenen Vertrauensgruppen mit variierenden Vertrauensbeziehungen zur Wissenschaft stellt sich die Frage, welche Größen auf die Vertrauensbeziehungen Einfluss nehmen können. Hier lässt sich die Kontakthäufigkeit und die Vielfalt der Informationskanäle als mögliche Einflussgröße nennen. Daher gehen wir nun spezifischer auf Medien und ihre Inhalte ein. Dabei haben wir vertrauensrelevante Hinweise in Medien identifiziert und ihren Einfluss auf das Vertrauen analysiert. Eine zentrale Frage war dabei, inwiefern diese vertrauensrelevanten Hinweise in verschiedenen Medien vermittelt werden. Die Medieninhalte aus TV-Nachrichten, Online-Zeitungen, sozialen Medien, Blogs, Wissenschaftsmagazinen und populistischen Medien wurden offen und dann standardisiert analysiert und Vertrauenshinweise Schritt für Schritt zusammengefasst und den Vertrauensbausteinen, zum Beispiel Expertise oder Transparenz, zugeordnet. Zuerst haben wir untersucht, wie viele Vertrauenshinweise sich in den analysierten Medienarten finden. Hierbei zeigt sich die Tendenz, dass die meisten Vertrauenshinweise den Baustein Expertise adressieren und nur sehr wenige die Dialogbereitschaft. Wenn wir diese Tendenz nun abgleichen mit dem, was Mediennutzende für relevant erachten, sehen wir ein etwas anderes Bild. Diese Verteilung ist besonders interessant zu betrachten unter dem Vergleich zu der Relevanzbewertung der einzelnen Vertrauensbausteine durch die Mediennutzenden. Vergleicht man die beiden Rangordnungen miteinander, fällt zum einen auf, dass die Dimensionen Expertise und Integrität von Mediennutzenden als genauso wichtig empfunden werden, wie sie in Medieninhalten vorkommen. Gleichzeitig zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Hinweisen auf Wohlwollen und der sehr niedrig bewerteten Relevanz durch die Befragten. Das geringe Vorkommen der Medieninhalte mit Hinweisen auf die Vertrauensdimension Dialogbereitschaft scheint sich nicht mit der Einschätzung der Rezipierenden zu decken. Zunächst haben wir die Analyse der Medieninhalte mit den Befragungen aus 2023 und 2024 verknüpft. Vertrauen in Wissenschaft in der ersten Befragung war der stärkste Einflussfaktor für das Vertrauen in der zweiten Befragungsweise. Das Vertrauen in der Vergangenheit bedingt also auch das spätere Vertrauen. Je mehr Vertrauenshinweise Nutzende über das Fernsehen erhalten haben, desto höher war ihr Vertrauen zum Zeitpunkt der zweiten Befragung. Im Kontrast dazu führte eine häufigere Nutzung rechtspopulistischer Medien zu einem niedrigeren Vertrauen. Alle anderen Medien und darin enthaltenen Vertrauenshinweise zeigten keinen Einfluss auf das Vertrauen in Wissenschaft. Zum Teil variierte aber der Einfluss auch je nach Vertrauensgruppe. Außerdem zeigen sich zwischen dem Jahr 2022 und 2023 folgende Veränderungen in der Verteilung der Gruppen. Die Randgruppen haben sich beide verkleinert und die Gruppen der Rather Untrusting sowie der Highly Trusting sind ganz leicht gewachsen. Die meisten wanderten aber in die Mitte zu den Moderately Trusting. Eine mögliche Erklärung liefert der Erhebungszeitraum unserer Studien. Unser Projekt startete nämlich, als Deutschland noch mitten in der Corona-Pandemie steckte. Deswegen gaben auch viele der Befragten an, dass sie während der Pandemie besonders viele wissenschaftliche Informationen erhalten haben, die für ihr Vertrauen prägend waren. Ist die Entwicklung also mit Corona als Schlüsselereignis, als ausschleichender Pandemieeffekt zu beurteilen? In der letzten, der offenen Befragung, adressierten die Befragten neben der Pandemie noch weitere vertrauensprägende Schlüsselereignisse, die wir systematisch zusammengefasst haben. Auch Ereignisse im Bereich Technologie, also das Aufkommen von künstlicher Intelligenz und Elektroautos, Gesundheit und Umwelt oder die Gesellschaft und Politik können solche Schlüsselereignisse darstellen. Genauso wie Nachrichten zur Wissenschaft im Allgemeinen, die zum Beispiel Fehlverhalten von Wissenschaftlern adressieren oder Ereignisse, die einen ganz persönlich betreffen, zum Beispiel Krankheitsfälle. Zusammengefasst besteht Vertrauen aus 5 Bausteinen: Expertise, Integrität, Wohlwollen, Transparenz und Dialogbereitschaft. Die Bausteine werden in den Medien zwar angesprochen, die Häufigkeiten stimmen jedoch nicht gänzlich mit der von Nutzenden zugesprochenen Bedeutung überein. Außerdem gibt es 5 verschiedene Vertrauensgruppen mit unterschiedlich ausgeprägtem Vertrauen in die Wissenschaft sowie wissenschaftsbezogenem Informationsverhalten.
Nach einem Jahr gab es Veränderungen in den Gruppen mit der Tendenz zur moderat vertrauenden Mitte. Unsere Ergebnisse sprechen also bislang nicht für die in den Medien oft thematisierte Vertrauenskrise. Die Medien haben eher wenig Einfluss auf Vertrauen. Bestimmte Schlüsselereignisse, wie zum Beispiel die Pandemie, scheinen relevanter für Veränderungen zu sein. Was bedeutet das nun für uns? Die anfangs in den Medien thematisierte Vertrauenskrise ist also anlässlich der wachsenden moderaten Mitte und den bröckelnden Rändern in der Bevölkerung eher anzuzweifeln. Diese Entwicklungen lassen nichtsdestotrotz eine zunehmende konstruktive Skepsis und vermehrtes kritisches Nachdenken vermuten. Mehr über das Projekt und unsere Forschungsergebnisse finden Sie auf unserer Webseite. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.